Das deutsche Futur 1. Wie bildest du es? Was musst du beachten? Und vor allem, wann musst du es benutzen? Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. In dem heutigen Video erkläre ich dir die deutsche Zeitform Futur 1. Wie es der Name schon sagt, ist das die Zeitform für alles, was in der Zukunft stattfindet. Alles, wirst du jetzt denken, falls du mein Video zur Verwendung des Präsens schon geschaut hast, dann weißt du, dass auch das Präsens für Dinge, die in der Zukunft stattfinden, benutzt wird. Deswegen erkläre ich dir heute auch ganz genau, wann du das Futur 1 benutzt und was der Unterschied zur Version mit dem Präsens ist. Aber als erstes zeige ich dir, wie du das Futur 1 bilden musst, und dafür gehen wir jetzt in mein E-Book. Das Futur 1. Das Futur 1 ist die Zeitform, in der Handlungen in der Zukunft ausgedrückt werden. Als Beispiel: Wir werden ein neues Auto kaufen. Also, das habe ich noch nicht gemacht, das mache ich auch nicht gerade, sondern in der Zukunft plane ich, ein neues Auto zu kaufen. Er wird wahrscheinlich nicht kommen zur Party. Es wird morgen regnen, hat der Wetterbericht gesagt. Ich werde nach Italien fliegen. Das ist auch ein Plan. Ich möchte jemanden besuchen. Hier siehst du schon, wie das Futur 1 gebildet wird. Es wird auch manchmal als werden Futur oder werden Zukunft bezeichnet, denn du bildest es mit dem Hilfsverb werden plus dem Infinitiv des Hauptverbs. Also ich werde lernen, du wirst lernen, er, sie, es wird lernen und so weiter. Die Wortstellung ist ganz genau wie bei den Modalverben, also das Hilfsverb geht an Position 2, die Stelle des konjugierten Verbs, und das Hauptverb, das die eigentliche Handlung beschreibt, ans Ende. Er wird mit dir tanzen. Oder wenn du eine Ja-Nein-Frage hast, wird er mit dir tanzen, dann steht das Verb, das konjugierte Verb, hier das Hilfsverb, an der ersten Stelle. Das Hauptverb bleibt am Ende stehen, also ganz genau wie bei den Modalverben. Wichtig: Wann benutzt du denn das Futur 1? Denn du benutzt das Futur 1 nicht für alles, was über die Zukunft spricht. Denn es gibt zwei Möglichkeiten, über die Zukunft zu sprechen. Die erste Variante ist das Präsens plus eine Zeitangabe. Und die zweite Variante ist das Futur 1 selbst, also die eigentliche Zeitform. Beispiel: Was machst du morgen und was wirst du morgen machen? Beide Sätze sind absolut korrekt. Es gibt einen minimalen kleinen Unterschied. In der gesprochenen Sprache wird das Präsens häufig mit der Zeitangabe verwendet, um über die Zukunft zu sprechen. Die Bedingung ist, dass etwas mehr oder weniger sicher passieren wird. Es ist also fest geplant. Wir kaufen nächsten Monat ein neues Auto. Hier ganz eindeutig, das ist ein fester Plan. Es muss dabei aber die Zeitangabe da im Satz drinstehen. Sonst funktioniert es nicht. Sie muss bekannt sein und sollte im Satz drinstehen. Mit dem Futur 1 wird eher eine Absicht oder eine Prognose, also eine Vermutung, ausgedrückt. Es ist also nicht sicher, dass etwas passieren wird. Theoretisch kannst du das Futur 1 immer verwenden, aber der Unterschied ist, dass du dir dann nicht ganz sicher bist, ob etwas wirklich passieren wird. Wie hier zum Beispiel: Er wird nächsten Monat vielleicht ein Auto kaufen. Wenn dieser Satz
im Futur 1 gesagt wird, dann ist immer das nicht so sicher. Dieser Satz hingegen, das wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit passieren. Hier nochmal ein zweiter Vergleich. Ich werde nach Italien fliegen. Das bedeutet, irgendwann mal, wann auch immer, werde ich nach Italien fliegen. Der Flug ist höchstwahrscheinlich noch nicht gebucht. Aber ich fliege nächstes Jahr nach Italien. Das ist ein fester Plan. Wenn du hier diese Zeit weglässt, wenn du sagst, ich fliege nach Italien, das geht auch, aber der Gesprächspartner würde dann wahrscheinlich fragen, wann. Denn er geht davon aus, dass du den Flug schon gebucht hast. Denn Präsens über einen zukünftigen Zeitpunkt, da muss der Zeitpunkt klar sein. Und wenn der in dem Satz nicht drin ist, fragt derjenige, mit dem du sprichst, wahrscheinlich danach, weil er davon ausgeht, dass es sehr bald passiert, denn es ist ja ein fester Plan. Also der Unterschied ist exakt dieser. Es ist irgendwie ein Plan, eine Prognose, eine Vermutung mit werden plus dem Infinitiv, und wenn du das Präsens plus eine Zeitangabe für die Zukunft benutzt, dann ist es ein fester Plan. Deswegen wirst du beim Wetterbericht in den Nachrichten niemals Präsens plus die Zeitangabe hören, denn das Wetter ist immer nur eine Prognose und kein fester Plan. So, jetzt weißt du, wann du das Futur 1 benutzen musst und wann du lieber Präsens mit der Zeitangabe benutzen solltest. Falls du dazu noch Fragen hast, schreib deine Frage einfach hier in die Kommentare. Ich beantworte alle deine Fragen. Und ansonsten hoffe ich, dass du heute wieder viel gelernt hast, und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video, und bis dahin viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen.